Alrighty Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget. Mit mir und Basti, wir sind auf EU4. Es ist Tag 5 und wir hatten anfangs ja schon etwas höher im Level gepusht. Jetzt machen wir es relativ moderat, aber auch, heißt, dass wir jetzt nur Alu spielen, wäre auch falsch. Denn, ich würde jetzt mal sagen, ein paar Versuche habe ich heute schon mal gegeben, aber es waren jetzt nicht mega viel, dass wir uns mal um den Nightcrawl kümmern. Ich würde jetzt nochmal in die Skills reingehen. Also vor dem Skillen waren wir bei knapp 0,7 bis 0,8%. Übrigens weiß ich jetzt, warum in den SF-Game-Tools der Berserker die Armor immer zur Hälfte reduziert. Ja, das liegt an dieser Schadensberechnung. Also man hat ja die Kriegerausrüstung und der Krieger hat ja 50% Schaden. Das heißt, diese Damage Reduction ist maximal 25%, wenn man eben das gleiche Level hat. Also das ist schon so das Maximum, was geht. Und das heißt, ich habe teilweise in meinen alten Videos zu EU4 mit 50% Armor gerechnet. Und dann ist natürlich klar, dass die Chance steigt. Also das sollte man so belassen. Das liegt an der Formel hier. Durch 2 wusste ich tatsächlich nicht, dass das in SF-Game-Tools so ist, weil ich ja bisher, seitdem ich SF-Game-Tools nutze, aktiv, keinen Berserker gespielt habe. Ja. Dementsprechend mit der richtigen Armorberechnung waren wir bei knapp 0,8%. Nicht 0,8, also ja doch 0,8%. Mit dem Skillen jetzt sind wir dann nochmal einen Ticken besser. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich möchte den wegknallen. Bitte. Das wäre jetzt super gut. Mal gucken, wie viel Tries wir geben müssen. Und an der Stelle möchte ich mich erstmal bedanken, Leute. Denn wir haben die 3000 Abonnenten geknackt. Also heute stand es auf YouTube da. Ich hoffe nicht, dass wieder einer droppt. Wow. Das war nice. Das war sehr nice. Und das ist nämlich auch das, was wir heute machen wollten. Wir wollten den Twister freischalten. Und dann mal nochmal kurz erklären, warum halt der Twister auch mega wichtig ist. Ja. Und das machen wir gleich, aber jetzt war ich ja noch gar nicht dabei, mich final zu bedanken. 3000 Abonnenten. Ich habe ein kleines Abonnenten-Special geplant und kann euch schon mal sagen, da wird es ein Giveaway geben, denn aus meinem letzten Giveaway hat nur einer die 25 € bekommen, weil sich der andere nicht gemeldet hat, und diese 25 € werde ich natürlich nochmal neu verlosen, aber es wird auch noch einen Ticken mehr geben als das. Und ja, kleines Video dazu. Ich überlege mir auch noch, was wir machen müssen, um halt gewinnberechtigt zu sein. Das wird dann höchstwahrscheinlich gegen Ende der Woche online gestellt werden, denn ich habe noch die ein oder andere Videoidee. Ein Video will ich vorher definitiv noch bringen mit einem interessanten Thema, und da passt das auch so ein bisschen fast rein, was hier passiert ist, tatsächlich. Und außerdem plane ich auch noch ein Video mit dem Dorsa, wobei es noch nicht aus ist, auf welchem Kanal wir das machen. Wird aber auch cool sein, aber das wird wahrscheinlich erst nächste Woche irgendwo online gestellt werden. Also es gibt halt mega viel Content, man hat auch Ideen. Bin wieder richtig motiviert, es ist nur so die Zeit einfach. Die Zeit ist nicht da, und gestern zum Beispiel bin ich eingepennt. Ich wollte eigentlich über S7 ein kleines Video machen, weil wir da den Geburtstag hatten. Ja, ist leider nicht passiert. Ich habe es als Short-Video gemacht mit einer kleinen Grußbotschaft. Ne? Aber kommen wir jetzt mal zu dem Thema Twister Wirbelsturm. Ja, übrigens bin ich auf EU1 im Twister jetzt. Oh, das ist sogar mal lame, habe ich noch gar nicht gemacht heute. In der App wurde mir das gar nicht angezeigt. Da bin ich jetzt beim Twister auf 486, und damit bin ich im Twister jetzt in der Dungeon-Pause, denn Twister 486 ist wie so eine Bremse. Der Gegner ist viel stärker als die Gegner zuvor, und das heißt, es macht dann jetzt keinen Sinn, da Pilze zu investieren, aber bis Etage 486 sollte man halt, wenn es geht, kommen. Und ja, gerade auf einem neuen Server ist das halt sehr geil. Der Twister wird jetzt auf 130 runtergeschuft. Er war erst bei 150, aber der Twister gibt halt erstmal sozusagen Free XP. Es fängt mit 65.000 an. Jeder Gegner hat eine festgelegte XP-Range, und der kann Gold geben, er kann aber auch Epics geben. Es ist gar nicht wenig Gold tatsächlich, was man durch den Twister bekommt. Auf neueren Servern gibt es natürlich
noch nicht die volle Hexe. Das heißt, wenn man jetzt Hexen-Event hätte, kriegt man nicht für alle Items doppeltes Gold. Aber es kann sein, dass der Wirbelsturm euch Items droppt, die ihr halt auch bei der Hexe für doppeltes Gold verkaufen könnt. Das ist halt auch mega geil erstmal. Ja. Und ja, man kann jetzt also hier im Prinzip erstmal weitermachen. Die ersten Gegner sind so leicht, dass man nicht mal einen Pilz für einen weiteren Try ausgeben muss. Also auch Free-to-Play-Spieler können mit dem Twister ein bisschen was machen. Ja, mit ihrem Char auf 130 oder ab 130. Ja, denn der Wirbelsturm bleibt für euch pilzfrei, wenn ihr den Dungeon besiegt und weniger als 10% Leben verliert. Ja. So. In dem Fall jetzt sind es mehr als 10% gewesen. Dementsprechend. Ja, das ist nicht aktuell, warte mal. Das ist nicht aktualisiert. Ja, dementsprechend müssen wir jetzt einen Pilz ausgeben. Kommt natürlich immer ein bisschen auch auf den Try an. Man kann sich das ja nicht aussuchen, ne? Vor allen Dingen, wenn man ihn besiegt. Aber, ja. Aber wenn ich müsste vor allen Dingen halt ragen, ja, damit das funktioniert. Aber dennoch, ne, wir sind jetzt hier schon bei 94.000 XP. Ne, das klingt erstmal wenig, aber Leute, macht mal ein paar Gegenstände oder ein paar Gegner gegeneinander. Es steigt um 15.000 bis 20.000 XP aktuell. Und das waren auch wieder 21.000 XP, ja. Und 10.000 Gold gibt uns das das Item. Man farmt durch den Twister richtig gut XP und Gold. Und die Leute, die an Tag 2 beziehungsweise Tag 3 ihren Level-Push machen, über Level 200, die schaffen das auch nur durch den Twister vor allen Dingen, weil man im Twister immer wieder XP bekommt, um wieder im Level zu steigen, um während des Epic-Eventes, ne, also gerade die Hardcore-Pilzer, ne, andere Spieler können das ja nicht machen, um ihr Level zu steigen, damit sie wieder im Shop neue Epics zum Beispiel blättern können oder einfach durch das höhere Level stärker gegenüber die Dungeons dann sind in der Lichtwelt, die halt natürlich mehr XP bringen pro Schlag, ne? Und das wird dann kombiniert und dazu kommt dann ab einem gewissen Level halt auch noch die Schattenwelt dazu. Also ab Level 140 mit den Mobs, die man noch da hat. Ohne diese Funktion, ohne den Twister, würde dieser Level-Push zu dem Zeitpunkt gar nicht funktionieren, nehme ich mal an. Also das stelle ich mir tatsächlich sehr, sehr schwierig vor. Und wenn, müsste man viel, viel mehr Geld ausgeben, um das irgendwie zu schaffen. Über die Skills vielleicht oder sowas. Also, aber der Wirbelsturm und die Schattenwelt kamen meines Erachtens nach gleichzeitig. Deshalb, es gab entweder gar nichts von beiden oder halt beides. Ja, dementsprechend werden wir das nie ganz herausfinden. Aber aus meiner Sicht ist dadurch der Wirbelsturm halt extrem wichtig. Jetzt könnte ich auch anfangen, mein Level auf Richtung 200 zu pushen. Selbst ohne Epic-Event ist es möglich. Das werden wir auch machen, aber ich bin ganz ehrlich, ich warte noch ein paar Tage und mache diesen Push dann später. Wir sind jetzt schon bei 300.000 XP. Ihr seht es, man sieht es im Balken schon, dass das was bringt. 21.000 Gold, ja, oder auch 529 Metalle. Das ist schon fett. Und angenommen die Hexe, ne, würde das jetzt verdoppeln, 42.000 Gold. Das sind, also selbst 21.000 Gold sind 3 bis 4 Skillpunkte. Ja, also der Wirbelsturm ist da extrem stark. Und ich sag mal so, ich könnte jetzt selbst in dem Level schon sicherlich bis Etage 30, 40 kommen. Ja, ihr seht's, der Balken steigt immer mehr an. Also bald ist man bei 1 Million oder sowas pro Mob. Und das ist schon richtig fett. Also, ja, die Free-to-Play-Spieler unter euch, achtet auf jeden Fall immer auf den Twister. Da lohnt sich auch immer ein Free-Try. Vor allen Dingen, weil man den ja nicht im SF-Game-Tools so berechnen lassen kann. Da gibt es nur 2 Gegner, glaube ich, gespeichert. Einer ist dieser 486er, wenn ich mich nicht irre. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Ja, und ja, also mit dem Gold, was ich jetzt schon gemacht habe, könnte ich halt schon wieder locker skillen und wäre dann in der Lage, also ich schaffe hier noch einige. Ja, also man kann auch einen Twister als Pilzer 50 Versuche geben und plötzlich schafft man den Gegner. Also das ist halt immer machbar, außer bei den Bremsen. Es gibt auch zwischendrin so ein paar kleine Bremsen, so Gegner, die ein bisschen schwerer sind, aber da ist der Abstand nicht so groß wie bei der Bremse bei Etage 486. Ja, also das ist schon mit Abstand die größte Bremse. Ja, und danach geht es dann halt weiter. Ihr seht auch, es gibt halt die Standardklassen. Also jetzt haben wir ein Level-Up schon geschafft, allein durch den Twister. Und wir sind bei Etage 21. Ich habe vielleicht 30 Pilze ausgegeben oder so, wenn ich vielleicht 35 für einen
für ein Level-Up. Also ich war ja knapp über, na gut, nicht ganz ein Level-Up, wenn wir die volle XP nehmen, ja, aber es geht ja noch weiter. Es geht hier noch locker weiter. Also 600.000 XP schon. Ne? Also klar, man braucht jetzt mehr XP für ein Level-Up, aber da exponentiell steigt halt die Dungeon XP an. Ja, also wir sind wirklich, hier waren es jetzt fast 30.000 XP mehr einfach mal. Ja. Also wir sind jetzt schon bei einem vollen Level-Up gewesen, mindestens. Das ist wirklich stark. Sehr, sehr stark. Und das ganze Gold, was wir haben, da können wir gleich nochmal schön reinskillen. Also der Twister eignet sich da extrem auch für die Skills, um da ein bisschen was nachzuholen. Ich sag mal, als Hardcore-Pilzer, jetzt gehen wir durch den Twister endlich auch über die Umweltprämie. Und ich sag mal, die ordentlich pilzen, sollten auf jeden Fall ihre Skills immer drüber haben, über der Umweltprämie. Manche haben es teilweise deutlich drüber. Und das Ganze gilt natürlich auch für Constitution an der Stelle. Ja, also den kann man ruhig auch mitziehen. Gerade dessen, weil man ja so viel Gold bekommt durch den Twister, ist das richtig stark. Ihr macht euren Char allgemein einfach viel, viel stärker dadurch. Ohne dass ihr halt equippen müsst, ohne dass ihr irgendwas machen müsst. Das ist wirklich sehr, sehr effektiv. Der Wirbelsturm ist eine richtig geile Angelegenheit. Und das Schöne ist auch, selbst wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ne, ich habe so manche Server, wo ich sage, okay, ich gebe jetzt hier ein- oder zweimal am Tag an einem Dungeon Mob 10 Tries zum Beispiel. Und wenn ich nicht weiterkomme, dann lasse ich es halt. Oder halt 20 Tries. Ja. Und da hat man so ein gewisses Limit. Aber das Schöne ist, dass wenn man dann einen Tag Alu gespielt hat, einen weiteren Tag dann dran ist, dann klappt der Gegner beim nächsten Mal. Und dann schafft man vielleicht gleich wieder 4, 5 Gegner. Und dann hat man wieder ein halbes Level ab oder sowas. Das ist schon stark. Ja. Das ist jetzt der dritte Versuch. Bisher haben wir für keinen Mob mehr als 4 Versuche gebraucht, wenn ich mich nicht irre. Das ist einfach unbeschreiblich nice und macht natürlich auch mega viel Spaß im Early Game. Jetzt haben wir hier 4 Tries, 5 Tries, 6 Tries, 7 Tries, 9. Beim 9. Try haben wir den geschafft. 1, 2. Ja, und dann geht schon weiter. 1, 2. Okay, das ist ein Magier, der kann immer fallen. Als Berserker. Ist klar. Oder auch als Magier selber. Auf EU1 habe ich es auch gesehen. Kann man ruhig nochmal weitergehen und zack, sind wir schon wieder ein Viertel vom neuen Level drin. Ja. Und da haben wir nichts anderes gemacht, außer den Wirbelsturm. Später kommt dann natürlich man kommt irgendwann an die Grenze, wo man auch merkt, dass man dann viele Tries braucht. Das ist der 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Da würde ich jetzt sagen, okay, lasse ich es für jetzt, aber ich habe ja natürlich schon wieder so viel Gold, ich könnte schon wieder skillen. Im Prinzip, ja, baller ich mich da schon wieder hoch. Wir haben allein durch den Wirbelsturm jetzt hier fast 100 Skillpunkte gemacht auf Stärke, ja, und nur ein Mühe weniger auf Ausdauer. Ja, jetzt sind wir schon wieder deutlich stärker mit den ganzen Boni, die das schon mitbringt. Und dann geht auch hier wieder was, vielleicht. Der war schon knapp 3, 4, 5, 6. Es macht letztendlich die Fähigkeit aus 7. Ja. Und dann gehen wir jetzt weiter. 1, 2, zack. Ne? Also ihr seht, wenn ihr da wenig Erfahrung habt, wie es funktioniert. Ja. Und natürlich, wenn man jetzt den Level-Push machen will, würde man gleichzeitig jetzt natürlich auch auf die nächsten Dungeons gehen. Ja. Ohne, dass ich mir jetzt die Chancen berechne. Also vor dem Level-Up jetzt, also hatte ich selbst schon eine Chance auf 1,61%. Also der Dungeon-Gegner in der Lichtwelt ist sogar leichter als der letzte gewesen. Rein technisch. Und meine Chancen haben sich eigentlich noch erhöht. Dennoch heißt natürlich selbst eine Chance von 2%. Bei 20 von 100 Versuchen, bei 200 von 1000 Versuchen würde ich es schaffen, aber da können auch 800 Versuche fehlschlagen. Ja. Deshalb sieht der Dungeon jetzt so stark aus, aber dabei ist er schlagbar. Ja, der ist viel schlagbarer eigentlich als der Dungeon zuvor. Jetzt habe ich ein bisschen Pech einfach dabei, ja. Das ist so ein bisschen unlucky. Soll jetzt keinen falschen Eindruck erwecken. Zack. Na, jetzt sind wir wieder 2 Level gestiegen. Haben jetzt auch ein schönes Epic bekommen. Das ist wirklich kein schlechtes Epic. Die Armor hätte natürlich noch mal ein bisschen besser sein können. Hätte ich mich jetzt nicht geärgert, aber so ist das doch echt nice. Die können wir dem Krieger schon mal geben. Haben wir wieder 2 Level geschafft. Ja, wenn jetzt, selbst ohne Epic-Event, pilzen dann manche Leute rein, kriegen ein neues Epic, ne? Also, oder nehmen sich dann mal teilweise Slots ohne
Epic, also normale Gegenstände, die halt viel Stärke zum Beispiel haben oder so, das geht. Das könnte man hier auch schon wieder weitermachen. Also das ist sowieso ein Magier. Ja, der wird fallen, weil ich halt schon Berserker bin. Ja. Und so geht's halt voran. Ja, ihr seht, jetzt muss man natürlich schon ein paar mehr Pilze investieren pro Dungeon, aber ich sag mal, das sind dann, wenn man Glück hat, halt 3,6k und dann kommt man schon ziemlich weit. Ja. Vor allen Dingen, weil der Dungeon-Gegner nämlich jetzt auch im Prinzip machbar ist. Der hatte die gleiche Chance wie der Nachtroll, den ich zu Beginn des Videos gemacht habe. Und da waren wir ja schwächer. Das heißt, auch hier ist die Chance jetzt größer, den zu schlagen. Wenn wir Glück haben, braucht der nur ein paar wenige Versuche. Also, das liegt halt daran, weil die Dungeons, jeder Dungeon hat ja auch einen gewissen Damage-Wert, den er macht, hat seine Eigenschaft und das hat sein Leben. Ja, und das kombiniert führt halt dann halt dazu, dass manche Dungeons, obwohl sie hinter einem Dungeon kommen, einfacher sind. Und hier gibt es eben wirklich dieses Beispiel sehr stark. Das geht bis zum Swamp Dragon, weil jetzt kommt natürlich ein Intelligenzgegner. Der ist für den Berserker halt ein Klacks, zack, boom. Und erst jetzt kommt tatsächlich ein Dungeon, der wirklich deutlich stärker ist als die anderen. Ja, also mit den alten Stats habe ich eine Chance von 0,01%, also würde ich niemals versuchen. Ja, mit den neuen Stats, vor allen Dingen mit dem höheren Level, wenn wir gleich nochmal gucken. Ich aktualisiere das jetzt nochmal schnell. Ihr seht das hier mal ganz fix. Ich zeige euch das, dass ihr das sehen könnt. So, boom, das war jetzt die alte Berechnung. Ich habe das Level jetzt schon geändert. Ja, wir haben hier fast 300 Stärke mehr, die wir angeben können. Constitution. Glück auch dabei, weil wir ja natürlich einen Epic gewechselt haben. Und ja, das Einzige ist, die Armor ist ein bisschen niedriger geworden. Da würde ich jetzt mal 3100 gehen, weil ich diese 6214, da kann ich doch durch 2 rechnen. Ein bisschen weniger. Und wir sehen, die Chance hat sich auf jeden Fall deutlich gesteigert, aber sie ist immer noch gering, weil der natürlich nicht vergessen, ne, wenn ihr meinen Creator Code einsetzt, wenn ihr Pilze kauft, dann kriegt ihr ja nochmal extra 10% Dungeon Glück. Ja, das ist natürlich nochmal viel, viel wert für alle Features. Ja, den machen wir jetzt halt nicht. Ich halte mich zurück. Es hat aber schon ordentlich was gebracht. Wir sind insgesamt viel stärker geworden. Wir haben 10 Levels gelöst und jetzt würde man natürlich als Spieler in den ersten 2 oder 3 Tagen dann mit diesen 10 Level-Ups sich komplett neu ausrüsten. Also eine neue Waffe so oder so, aber auch, sag mal, 6, 7 Epics locker neu ausrüsten. Die sind alle viel stärker. Und dann ist man vom Level gleich nochmal so viel gepusht, dass man die nächsten 3, 4 Dungeons legen kann, wieder XP sammelt, dann kann man in der Twister-Welt weitergehen und dann kommt man ja schon fast in den Bereich, wo man in der Schattenwelt auftritt. Ich sag mal, ab Level 150, 155 ist der eigene Char auch in der Lage, in der Schattenwelt die ersten Gegner zu besiegen und man kann natürlich auch seine Begleiter ausrüsten, komplett seinen Stat-Begleiter, also den Krieger könnte man voll ausrüsten. Und man könnte mit etwas Glück Epics blättern und in der Toilette einsetzen, vor allen Dingen für die Hundentunte, die halt auch eine wichtige Rolle spielt. Ja, und dann, sage ich so wie es ist, ne, geht man durch die nächsten Dungeons durch. Man ist ja jetzt hier Black Skull Fortress, dann kommt Circus of Terrors, da gibt es auch 2 Magier und 2 Geschickgegner, glaube ich. Dann kommt auch noch die Hölle, da gibt es sogar 3 Magier und 2 Geschickgegner, also 5 von 10 Dungeons kann man mit dem Berserker vor allen Dingen oder auch dem Dämonenjäger relativ gut besiegen. Der Demon Hunter ist ein bisschen stärker gegen die Krieger und der Berserker halt natürlich gegen die Magier. Und ich sag mal, wenn man das dann ungefähr geschafft hat, im Twister weitergespielt hat, in der Schattenwelt die ersten Dungeons gelegt hat, man hat dann natürlich auch den Tower, den man auch schon nutzen kann, um noch mehr Gold zu bekommen, ja, dann ist man Level 200 ungefähr. Ich sag's euch, das werden wir uns angucken auf dem Char. Ja, wenn ich das schaffe, werden wir auch ungefähr so weit sein in den Dungeons. Der 13. Stock ist dann nochmal, da hat man dann nochmal die Chance halt von 200 auf 220, 230 zu kommen. Da muss man aber dann noch viel mehr pilzen, sich häufiger neu equippen nach einem Dungeon und sowas. Also das ist schon ein bisschen härter. Da muss man auch mehr Tries investieren im Prinzip. Ja, aber wir haben es jetzt mit 150 Pilzen ganz locker geschafft, den Start. Und ja, das liegt natürlich auch vor allen Dingen daran, weil der Wirbelsturm jetzt ab Level 130 möglich ist. Also das ist schon mal viel angenehmer. Und ich hoffe, ihr konntet euch was mitnehmen. Der Part hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst. Haut rein, macht das Tschüss und Servus. Euer Basti.